Diese Woche stelle ich international aus in Italiens Kulturhauptstadt 2026. Begleite mich auf dieser besonderen Schau und Reise nach Italien. Meine Reise startet mit dem Zug über den Flughafen Wien und ich bin sehr aufgeregt, denn ich weiß grundsätzlich nur die Eckdaten. Eine Galerie in Rom hat mich eingeladen, hat ausgeschrieben und mein Werk Moon ist sofort angenommen worden. Der Titel war Viaggi, Reise sozusagen, und es ging um die innere Reise oder um die äußere Reise. Also das Thema Reisen wurde zum Call for Artists ausgerufen und es war von Anfang an perfekt. Es war von Anfang an klar, als ich diese Einladung bekommen habe, war mir ganz klar, dass das Werk Moon das Ideale dafür ist. Ja, und so reise ich jetzt nach Italien, von Wien nach Rom, Fiumicino. Das Schöne ist, wenn man hier landet in Rom, fliegt man eine Schleife über die Küste, über das Mittelmeer. Und dann ging es auch schon weiter in die Abruzzen mit dem Autobus. Das war auch ein besonderes Erlebnis, das zu sehen. Ja, und in L'Aquila selbst ist es eine Stadt, der kälteste Ort in Italien übrigens. Und es ist eine Stadt, die schwer gezeichnet wurde von dem Erdbeben 2009 und dem Wiederaufbau, der jetzt wirklich überall in der Stadt zu sehen ist. Prächtige Bauten, prächtige Kunstwerke, und dann ging es auch schon in den Palazzo Emiciclo. Und das ist eine wunderbare Kulisse. Es ist der Regierungssitz hier und über meine Galerie darf ich eben hier an dieser Ausstellung Viaggi teilnehmen. Ganz speziell, also Kunst hat dort einen Stellenwert, der weit über Dekoration hinausgeht. Ja, und dann ging es auch schon zur Eröffnungsfeier. Die Bevölkerung, viele Menschen aus der Bevölkerung gekommen waren und ich auch die Atmosphäre spüren konnte, die ja diese Stadt auszeichnet. Was ich nicht wusste, ist, dass ich mein Werk Moon und mich selbst auf Italienisch präsentieren darf. Nachdem ich jetzt nicht jeden Tag Italienisch spreche, war das ziemlich eine Herausforderung für mich, aber ich konnte das mit dem wohlwollenden Publikum und auch der Galeristin und dem Galerieteam gut bewerkstelligen. Grazie, buonasera a tutti, grazie per invitarmi, sono felice di essere qui. La mia opera è un dialogo tra l'effimero e l'eterno, creato con genere e d'oro. Grazie. Die Menschen dort in Italien sind besonders herzlich. Die Galeristin hat mein Werk bewertet bzw. besprochen. Was mir persönlich auch noch einmal klar geworden ist, ist, dass gerade im Leben, wenn es Brüche gibt, wenn es Risse gibt, wenn es Schicksale gibt, dann reißt das in uns Menschen ja etwas aus. Und das Auffüllen von den Kratern im Mond mit Gold, das hat sich für mich als sehr, sehr
richtig dargestellt. Tristezza, perché la luna è allo stesso tempo molto bella, ti dà serenità, ma hai momenti di tristezza, quindi è un nostro essere interiore, è un viaggio interiore, quindi quest'opera secondo me rappresenta perfettamente il concetto di viaggio interiore. Also für mich der Moment, wo diese Frau auf dieses Exponat schaut. Ja, und wenn man in Italien ausstellt, dann ist eines klar, es wird dann richtig gefeiert. Und ich durfte mit allen dann gemeinsam essen gehen. Das ist ein Erlebnis für sich in Italien. Am nächsten Tag habe ich dann eine Führung bekommen durch L'Aquila und da warten besondere Kulturschätze. Die spirituelle Botschaft der Basilika Santa Maria di Collemaggio in L'Aquila lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Versöhnung. Es sind 3 wichtige Säulen dieser Botschaft, die mir Franca hier erzählt. Die Vergebung für alle. Die Botschaft ist radikal demokratisch. Vergebung ist nicht käuflich, sondern ein Geschenk für jeden, der reuig durch die heilige Pforte tritt, unabhängig von sozialem Status oder Reichtum. Weiters interessant auch, das Licht und die Harmonie, die Architektur ist darauf ausgelegt, dass zu den Tag- und Nachtgleichen das Licht in besonderer Weise durch die Rosetten fällt. Dies symbolisiert die göttliche Ordnung und die Hoffnung auf Heilung, ein Thema, das nach dem schweren Erdbeben in L'Aquila auch eine Botschaft der Resilienz und des Wiederaufbaus geworden ist. Kurz gesagt, es ist ein Ort, der uns lehrt, dass ein Neuanfang durch Vergebung und Demut jederzeit möglich ist. Hallo ihr Lieben, liebe Freunde, ich bin jetzt noch hier in Rom und kurz vor meinem Rückflug und habe noch ein bisschen Zeit, hier im Park der Villa Borghese Zeit zu verbringen. Die Ausstellung in L'Aquila war so unglaublich berührend, bewegend. Ich bin so dankbar, dass ich da sein durfte, dass ich eingeladen wurde. Und L'Aquila ist eine wunderbare Stadt, ungefähr 1,5 Stunden hier von Rom entfernt, in den Bergen. Es sieht aus wie in Tirol und es ist auch der kälteste Ort in Italien tatsächlich. Ich bin, und ihr merkt es wahrscheinlich, noch so voll von den Eindrücken, von den Emotionen. Es war unglaublich wertschätzend, es war unglaublich emotional, in der Kulturhauptstadt 2026 ausstellen zu dürfen. Ich bin so dankbar dafür. Habe so viele Freunde kennengelernt, habe so viele Künstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen. Es ist eine internationale Ausstellung. Also auch an alle, die jetzt in Italien unterwegs sind, bitte schaut euch das an, fahrt nach L'Aquila und schaut hin. Und ich habe natürlich ganz viel Material im Gepäck, Erinnerungen im Gepäck, die ich jetzt einmal zitieren muss. Ich bekomme auch ganz viele Fotos und Videos von den Medien beziehungsweise auch von den Kolleginnen und Kollegen. Ich durfte dann auch noch am Tag nach der Vernissage eine private Führung genießen durch L'Aquila und ich habe das natürlich alles gesammelt. Also bitte unbedingt meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und über L'Aquila selbst, über die Stadt, über die Ausstellung Viaggi, dazu dann mehr. Ich nehme euch jetzt noch kurz mit zu einem wunderbaren Aussichtsplatz in Rom. Immer wenn ich in Rom bin, dann
gastiere ich in einem bestimmten Hotel. Das ist wirklich wie Heimkommen. Es ist ein wunderbarer Ort hier in Rom und direkt neben der grünen Lunge von Rom, nämlich dem Park der Villa Borghese. Und da gibt es einen Aussichtsplatz, den ich jetzt noch zeigen möchte. Und kommt's mit. Das war diese Stelle, die ist einfach so schön und Rom ist einfach die Stadt des Lebens pur und das wollte ich da jetzt einfach sagen. Schau mal, ich hoffe, du kannst es sehen. Da fliege ich nun buchstäblich über den Dingen. Während Rom unter mir kleiner wird und unser Flugzeug Kurs aufs offene Meer nimmt, spüre ich eine Freiheit, die ich am Anfang dieser Reise nicht für möglich gehalten hätte. Ich blicke nicht mit Angst aus diesem Fenster, sondern mit Staunen. Das Meer da unten ist wie eine unbeschriebene Leinwand, unendlich und voller Möglichkeiten. L'Aquila hat mir gezeigt, dass wir erst dann wirklich wachsen, wenn wir das Ufer unserer Sicherheit verlassen. Ich kehre nicht als dieselbe Künstlerin nach Wien zurück, die ich bei der Abreise war. Ich nehme das Licht Italiens, die Herzlichkeit der Menschen im Palazzo und die Stille der Villa Borghese mit in mein Atelier. Die Reise von Moon hat hier ihren Anfang genommen, aber sie endet nicht mit der Landung in Wien. Sie ist der Startschuss für alles, was jetzt kommen wird. Danke, dass du Teil dieses Abenteuers bist. Wir sehen uns demnächst und wer weiß, wohin mich das nächste Abenteuer führt. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du den Kanal abonnierst und dass du das Video likest. Ich bin unendlich dankbar und bis zum nächsten Mal.